Moin Leute, ja, heute möchte ich euch gerne meine 3 Lieblingsdüfte der Nischenmarke Casa Moratti vorstellen. Ja, und wir starten auch direkt mit meinem absoluten Favoriten, nämlich hier in der Mitte mit dem Duft 1888. Bevor ich aber loslege, wenn du das erste Mal auf meinem Kanal bist, dann natürlich auch dir ein herzliches Willkommen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Nischenparfums. Hin und wieder stelle ich auch hochpreisige Designerdüfte vor. Ja, wenn dir das nun folgende Video gefällt, dann kannst du natürlich gerne den Daumen hoch Button drücken. Im Idealfall kannst du mich natürlich auch mit einem Abo unterstützen. Wenn du die Glocke aktivierst, bleibst du auch auf jeden Fall immer auf dem Laufenden, denn dann wirst du immer informiert, sobald ein neues Video online geht. Ja, und nun lege ich mit dem Duft 1888 los. Dieser Duft ist mit ganz großem Abstand mein absoluter Favorit der Marke. Also es ist ein ganz wundervoller, für mich auch wirklich recht komplexer und vor allem auch eleganter Duft. Für mich riecht es primär blumig, würzig, aber ich nehme tatsächlich hin und wieder auch so leicht grüne, ja fast schon krautige Noten wahr. Die Kopfnote wird meiner Meinung nach von der Gartennelke dominiert, die übrigens auch im Drydown noch zu riechen ist. Also meiner Meinung nach ist die Gartennelke einer der Mainplayer hier in diesem Duft. Ich nehme aber auch schon zum Start so eine grün-krautige Note wahr. Das wird meiner Meinung nach eben die Koriandernote sein. Im weiteren Duftverlauf wird der Duft dann immer blumiger. Ich nehme da tatsächlich auch relativ gut die Ylang-Ylang-Note wahr. Und der Drydown wird dann tatsächlich auch ja recht Patchouli-lastig. Ich muss aber sagen, dass das für mich kein so erdiger Patchouli ist, sondern die Note wirklich sehr angenehm ist und den Duft einfach auch noch so eine gewisse Tiefe gibt. Und das Ganze wird dann auch noch durch Sandelholz und durch Amber abgerundet. Und auch im Drydown nehme ich hin und wieder mal wieder so eine grün-krautige Note wahr. Das wird meiner Meinung nach dann eben durch die Birkennote kommen. Ja, es ist für mich wirklich eine so tolle und vor allem interessante Duft-DNA. Es ist zwar ein blumiger Duft, aber es riecht jetzt nicht irgendwie wie so ein frischer Blumenstrauß, sondern diese ganzen Duftnoten sind wirklich schön ineinander verwoben. Wir nehmen aber hin und wieder eben auch so eine grün-krautige Note wahr. Dem ganzen Duftverlauf über schwingt auch so eine angenehme Würze mit. Der Drydown ist richtig schön weich, ja, anschmiegsam. Also es ist ein ganz toller Duft und dieser Duft riecht für mich auch wirklich elegant. Also es ist kein süßer Duft, es ist kein aufdringlicher Duft, sondern für mich ist das wirklich eine hochwertige und elegante Duftkomposition. Die Haltbarkeit ist überdurchschnittlich, also 10 Stunden plus. Ohne Probleme kommt ihr dadurch einen Arbeitstag. Die Sillage ist in den ersten Stunden auch relativ intensiv. Es ist halt nicht so eine aufdringliche DNA, sondern wie ich schon eben sagte, eher schön anschmiegsam, elegant. Also wie ich auch schon sagte, es ist ganz klar mein Favorit dieser Marke. Dann machen wir jetzt mal gourmandig weiter, nämlich mit Lyra, mit dem wohl bekanntesten Duft der Marke. Ja, und Lyra wird ja oft so mit einem Zitronenkuchen, generell mit so einem Kuchengeruch beschrieben. Und ich finde, das passt auch wirklich. Zum Start ist es noch recht frisch und prickelnd. Da haben wir nämlich eine Kombination aus Bergamotte mit Blutorange. Und diese beiden Duftnoten ziehen sich zwar dann im Duftverlauf zurück, aber sorgen eben dafür, dass dieser gourmandige Duft immer eben so eine recht frische, ja fast schon belebende Frische behält. Im weiteren Duftverlauf kommen dann immer mehr die gourmandigen Noten heraus. Denn wir haben Zimt, wir haben Karamell, wir haben Vanille, also alles, was so typisch für einen leckeren gourmandigen Duft ist. Wir haben dann im Drydown auch noch so ein bisschen Moschus, was den Duft richtig schön weich, ja und schon fast so ganz leicht pudrig macht. Aber ich finde, wie gesagt, dass trotz dieser gourmandigen Duftnoten dieser Duft nie zu süß wird. Also es ist kein pappsüßer gourmandiger Duft, denn wir haben eben, wie gesagt, Bergamotte und die Blutorange, die auch ebenso für diese, ja, zitronige Cheesecake-Note sorgen und dafür sorgen, dass der Duft eben nie zu süß wird. Und natürlich hat Lyra eine gewisse Süße. Es ist eben ein gourmandiger Duft,
Aber wie ich eben schon sagte, meiner Meinung nach wird dieser Duft eben nie zu süß. Und für mich ist Lira tatsächlich auch einer der tollsten gourmandigen Düfte. Wird relativ viel von Frauen getragen, aber auch Männer können diesen Duft ideal tragen. Ich finde, dass der Duft auf einer Männerhaut auch tatsächlich nochmal ganz anders rüberkommt, eben als wenn eine Frau diesen Duft trägt. Die Haltbarkeit ist auch gut, also ich komme hier so circa auf 9 Stunden, manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, also absolut ausreichend. Die Sillage ist ja lecker, man hat eben so eine gourmandige Aura um sich herum, man wird ganz positiv wahrgenommen, also auch Lira kann ich euch wirklich empfehlen. So, zu guter Letzt kommen wir zu Dolce Amalfi. Vielleicht sogar die DNA, die am außergewöhnlichsten ist von diesen 3 Düften. Es ist für mich ganz klar eine Kombination aus Quitte, Apfel plus Nelke. Und das ist schon wirklich eine recht spezielle DNA. Sowas muss man wirklich mögen. Aber ich kann auch sagen, dass dieser Duft wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ich habe so eine DNA tatsächlich vorher auch noch nicht gerochen. Also es ist wirklich ein außergewöhnlicher Duft. Also durch Quitte und Apfel haben wir eben eine fruchtige DNA. Die bleibt auch den ganzen Duftverlauf über bestehen, wird aber meiner Meinung nach auch nicht zu süß. Dann haben wir durch die Nelke eben auch so einen richtig schönen würzigen Part. Also es ist einfach ein fruchtiger, aber eben auch zugleich würziger Duft. Der Duft wird dann im Drydown durch Vanille und durch die Tonkabohne auch leicht süßlich. Meiner Meinung nach aber eben nie zu süß. Und wir haben dann auch noch eine tolle Moschusnote im Drydown, was den Duft dann auch so leicht pudrig erscheinen lässt. Ja, und die Duftbeschreibung mit fruchtig und würzig und nicht zu süß hört sich vielleicht gar nicht so außergewöhnlich an, aber tatsächlich ist es wirklich ein außergewöhnlicher Duft. Denn Nelke zum Beispiel ist eine sehr spezielle Duftnote. Es gibt ja auch viele Leute, die Nelke gar nicht so im Essen mögen, diesen Geruch nicht mögen. Und das muss man eben auch wirklich in Düften mögen. Also Nelke ist schon speziell und der Duft ist, wie gesagt, zwar fruchtig, würzig, aber hat wirklich eine sehr außergewöhnliche DNA. Für mich ist Dolce Amalfi tatsächlich auch ein Duft, den man ja das ganze Jahr übertragen kann. Dadurch, dass der Duft eben nicht zu süß ist, ja, ist es eben meiner Meinung nach auch zu allen Jahreszeiten gut zu tragen. Ja, die Haltbarkeit liegt auf meiner Haut so bei circa 8 Stunden. Das ist ausreichend. Die Sillage ist tatsächlich auf meiner Haut relativ intensiv. Es kann aber eben auch unter anderem daran liegen, dass es für meine Nase zumindest eine recht außergewöhnliche DNA ist. Also ich nehme den Duft tatsächlich auch recht intensiv wahr. Und abschließend möchte ich jetzt auch sagen, dass ich schon finde, dass die Marke recht außergewöhnliche Düfte macht. Also ich sagte ja schon, so etwas wie Dolce Amalfi habe ich vorher noch nicht gerochen. Und auch 1888 finde ich eine sehr außergewöhnliche DNA, vor allem so hochwertig und elegant, ein ganz, ganz toller Duft. Ja, und auch Lira ist einmalig. Es ist zwar ein gourmandiger Duft und gourmandige Düfte gibt es viele auf dem Markt, aber es riecht nicht unnötig süß, es riecht nicht synthetisch. Also Lira ist auch wirklich sehr gut gemacht und riecht auch relativ natürlich dafür, dass es eben ein gourmandiger Duft ist. Und mich würde jetzt auch noch interessieren, ob du die Düfte aus diesem Video kennst und falls ja, wie du die Düfte findest. Schreib mal gerne was in die Kommentare und falls du auch ganz andere, ja, Favoriten der Marke hast, dann natürlich auch das gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.